Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal hier aus Sachsen-Anhalt, denn heute besuche ich den Windpark Stößen-Teuchern. Mit Sicherheit kennen die meisten von euch den Windpark schon aus anderen Videos. Gibt ja einige YouTuber, die hier regelmäßig in der Region unterwegs sind. Ja, ganz viele Grüße an dieser Stelle. Ja, ich war spontan in Leipzig und dachte, den Windpark hier kann ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Das ist nämlich ein absolutes Enercon-Paradies. Super viele Anlagen, Generationen und Typen, die hier rumstehen. Ist auch, glaube ich, eine der größten Ansammlungen von Windkraftanlagen hier in Sachsen-Anhalt. Über 80 Anlagen und, glaube ich, fast 250 Megawatt Leistung. Also schon richtig krass. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier, weil hier so viele Anlagen rumstehen. Fange ich mal hier links an. Da stehen die größten Anlagen im Park von der Leistung her. E126 EP8, 3 Stück. Sehr geil. Dann so die kleinsten hier sind E66, die süßen kleinen, von denen werden auch in nächster Zeit einige verschwinden. Ich glaube der Großteil sogar. Dann stehen hier E70, die größere Schwester. Dann haben wir E82, E2. E115, EP2, E101, stehen hier auch noch einige. Ja, aber auch super viele neue EP3, E138, E126, E115. Da sieht man jetzt eine E138 und eine E115 EP3. Hier wurde ziemlich viel repowered die letzten Jahre. 2020 hat ein großes Repowering stattgefunden. Da kamen E138 und E126 dazu. Dann wurde 2022 nochmal erweitert mit E115 EP3 und E138. Ja, und wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, gerade wird schon wieder repowered hier. Da stehen neue Türme und was ich entdeckt habe, ich komme genau richtig, da hinten werden sogar gerade Rotorblätter gezogen von der E138. Richtig nice. Die Anlage vorne dran scheint auch neu zu sein. Also ich glaube, es kommen nochmal 8 E138 hier hin. 2 E115 EP3, eine E103 und E160 sollen auch noch mal 4 Stück hin. Richtig fett. Die Anlage hier scheint auch neu zu sein. Die steht nämlich direkt neben einer kleinen E66. Das ist auch ein richtig geiles Bild. Schaut euch den Vergleich mal an. Die kleine Süße. Ja, für die neuen Anlagen müssen leider ein Großteil der E66 weichen und G15. Da steht noch eine und da liegt schon einer am Boden. Da liegen die Teile rum, Turmteile und Gondel. Ja, so ist das. Jetzt kommt die neue Generation. Da drüben ist auch noch ein Kran. Da scheint auch eine E138 gebaut zu werden. Weil die E115 EP3 bekommen meines Wissens nach einen HST. Also super viel los hier in der Region im Windpark. Richtig geil. Und ich freue mich jetzt echt wie Bolle, den Windpark hier zu erkunden. Ja, als nächstes fahre ich jetzt mal hier hoch zu den E126 EP8. Da fahre ich dann in den Windpark rein und melde mich von da. So, jetzt stehe ich hier in der Nähe von den Big Ladies, den E126 EP8.
3 Stück hier in der Reihe. Ja, bin jetzt gar nicht sicher, ob die 6 oder 7,5 MW haben. Auf jeden Fall ja, immer noch eine der leistungsstärksten Onshore-Windkraftanlagen, die Enercon bisher gebaut hat. Auch auf dem Markt generell. Also im Verhältnis zu so einem kleinen Rotor. 126 Meter, 127 sind es, glaube ich. Und das auch schon relativ früh. Anfang Mitte der 2000er. Schon eine 7,5 Megawatt Anlage. Das war schon krass. Das war jetzt so zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Offshore-Anlagen dann auch aufkamen. Repower 5M, 6M. Ja, aber erst so in den letzten Jahren kommen jetzt erst die Onshore-Anlagen mit großen Rotoren und so großer Leistung. Also E160, E175. Aber die haben immer noch nicht die 7,5 Megawatt Marke geknackt. Die neue E175 E2, die jetzt neu angekündigt wurde, hat 6.x Megawatt, also ich schätze mal so ja, 6,8 Richtung 7 MW, aber dafür halt auch 175 Meter Rotor. Also die 126 Meter hier sind eigentlich viel zu klein für so einen riesen Generator. Für ja, so einen Mittelgebirgsstandort. Naja, aber trotzdem geil. Sie jetzt auch hier nochmal zu sehen. Vom Schneeberger Hof habe ich sie ja schon mal gesehen und auch im Windpark Ellern. Beides in Rheinland-Pfalz. Ja, und das Geile ist jetzt, den Vergleich mit der neuen Generation hier zu sehen. Hinten dran die E126 EP3. Das Riesenei von der EP8 und dann die abgespeckte Version von der EP3. Gefällt mir beides sehr gut. Und das ist halt das Geile hier. Beide Anlagentypen mal im Vergleich zu sehen. Gleiche Nabenhöhe, beide 135 Meter. Aber ja, 6 bzw. 7,5 versus 4 Megawatt. Da stehen E115 zweimal und da eine E138. Und die ist, glaube ich, von letztem Jahr. Die ist auch noch relativ neu. Das ist nämlich eine E2 mit 4,2 Megawatt. Immer noch eine meiner Lieblingsanlagen von Enercon. Ja, was ich gerade gesehen habe, richtig cool. Schaut mal da hinten, da ziehen sie gerade ein Turmteil hoch. Das ist jetzt auf der anderen Seite der Autobahn, aber da wird gerade, ich müsste dann das zweite Turmteil sein für eine E138. Richtig nice. Und das geht auch richtig fix. Also ich habe es ja mal auf dem Hohen Lochen gefilmt. Das geht super fix, dass das oben ist. Richtig nice, hier ist echt einiges los heute. Ja, und da hinten ist eben die andere Anlage, die gerade im Bau ist. Jetzt gerade gar nicht sicher. Ah krass, das sieht so aus, als ob das Blatt am Haken hängt schon. Da muss ich auf jeden Fall mal vorbei. Richtig nice. Das wird auch eine E138. Ja, da hinten sieht man es überall. Da stehen überall noch Türme rum. Da steht noch einer. Und auf der anderen Seite auch noch mal. Ich meine, da hinten, da kommt die E103 hin. Das da hinten müsste der Turm für die E103 sein. Richtig nice. Ja, nicht super stürmisch heute, aber ich bin echt froh, dass die Anlagen laufen. Ich hatte echt ein bisschen Befürchtung, dass zu wenig Wind geht. Schon immer wieder toll, die E126 EP8 zu sehen. Ist halt echt so, ja, noch so das alte Flaggschiff von Enercon. Ist halt kein Vergleich zu
der Optik jetzt mit der E-Gondel. Ist man schon ein bisschen nostalgisch, aber naja, der Kostendruck ist halt einfach zu groß. Ja, ich werde jetzt mal dahinter fahren, Richtung E138, die aufgebaut wird. Da kann ich vielleicht noch den Rotorblattzug mitverfolgen. Ja, jetzt stehe ich hier unterhalb von der E126 EP3, die neue Generation, beziehungsweise leider auch schon wieder ausgemustert, wird leider nicht mehr produziert von Enercon. Altplanungen gibt es noch, die noch gebaut werden, aber wurde leider auch ausgemustert, die E126. Richtig schade. Tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich die mal hautnah sehe. Das erste Mal in Kirchmulzow, den Prototypen. Aber in Süddeutschland sieht man sie halt leider kaum. Da sieht man halt größtenteils die E138, aber die E126 leider gar nicht. Ja, das Tolle ist halt, dass die den MST-Turm hat. Den modularen Stahlturm, der jetzt so von Enercon auch nicht mehr gebaut wird. Also es gibt den HST, den Hybrid-Stahlturm. Also unten quasi MST und oben dann Stahlsegmente drauf. Für die EP5-Plattform auch und auch EP3. E138, E115 EP3. Wobei die E115 jetzt auch schon wieder ausgemustert wurde. Ja, aber schon krass. Gleicher Rotor wie die EP8, wirkt aber viel filigraner und schlanker. Richtig schöne Anlage. Ja, da hinten ist das Turmteil oben. Das ging rucki zucki. Und da hinten, da seht ihr es, da schwebt das Blatt in der Luft. Richtig geil, da muss ich gleich hin, bevor es montiert ist. Ja, und hier, das wird auf jeden Fall der Turm der E103. Der hat nämlich unten keine grünen Ringe. Also ist kein Max-Bögel-Turm, sondern WEC oder ÖM oder sowas. Mit 138 Metern. Also da bin ich 100% sicher. Also den habe ich nämlich schon mal bei anderen Anlagen gesehen. Und der hat auch diese Form. Ja, hier sieht man nochmal ganz viele von den kleinen Anlagen. E66, die alle weg sollen. Ich glaube, eine soll noch stehen bleiben, aber die müssen leider weichen. Echt schade. Ja, jetzt werde ich mich aber sputen und werde auf jeden Fall da hinten zu der Baustelle hinfahren, dass ich das noch ein bisschen mitverfolgen kann. So, jetzt war ich leider etwas zu langsam. Das Blatt ist jetzt schon oben. Das ging jetzt relativ fix. Als ich hinten bei den E126 EP8 war, haben sie es gerade hochgezogen. Ja, und jetzt ist es leider schon oben. Da sieht man es, also da ist keine Lücke mehr. Das ist schon komplett montiert. Was ich interessant finde, das Blatt jetzt auch mal zu sehen, wie es auf diese Art und Weise montiert wird. Bei den ersten E138 auf dem Hohen Lochen, da habe ich so mitbekommen, dass man diesen Ballastarm noch benutzt hat. Also diesen orangenen Ballastarm, den man erst montiert, dann die Narbe in 45 Grad dreht und das Blatt dann waagerecht einfädelt. Und hier wurde das Blatt schon so ein bisschen nach unten gekippt gezogen, dass man es so einfädeln kann. Naja, und bei den EP5 benutzt man jetzt auch diesen Blade Gripper, der das Blatt, ja, so eine hydraulische Klammer quasi, die das Blatt in sämtlichen Winkeln einfädeln kann.
Naja, richtig krass, wie schnell das ging. Ist auch, ja, heute ist halt perfektes Wetter, um Anlagen aufzubauen. Wobei der Wind jetzt etwas aufgefrischt hat, aber es ist sind trotzdem noch gute Bedingungen. Aber was ich wieder richtig krass finde, schaut euch mal den Unterschied zwischen E66 und E138 an. Ist das der Wahnsinn. Die hat ja so 65 Meter Nabenhöhe, die kleine. Und ja, dann die fette E138 nebendran. Richtig nice. Ja, hier steht auch noch eine. Die sieht auch noch relativ neu aus. Kann ich jetzt gar nicht sagen, ob die auch neu ist. Ja, aber was cool ist, hier sieht man jetzt die ganzen E138 EP3 E1, die 2020 errichtet wurden. Die haben nämlich noch die ältere Narbe, die auch die E126 hat, die mir persönlich ja wesentlich besser gefällt. Schade, dass man die nicht beibehalten hat. Aber ja, hat halt versucht, Kosten zu drücken an jeder Stelle. Da stehen hier einige, auch mit unterschiedlichen Nabenhöhen. Die hier hat 131. Da ist nochmal eine E126 EP3. Da gibt es einige Videos von anderen YouTubern, wie hier repowered wurde, 2020. Aber cool, jetzt mal die E1 und die E2 nebeneinander zu sehen. Da hinten ist auch noch eine E126 EP3 und hinten dran die E115. Ja, und hier kommt auch noch eine E138 hin. Da steht der Turm. Und da liegen, glaube ich, noch die... Sind es schon neue Teile oder... Nee, ich glaube, es sind noch alte Teile von einer G oder... Oder? Nee, ich glaube, es sind schon neue. Ja, müssten neue sein. Und da, genau, da liegt schon die Gondel, Generator. Das wird auch eine E138. Richtig fett. Hinten dran, die scheint auch. Weiß nicht, ob die neu ist. Ich glaube 2022 wurden auf jeden Fall 2 E138 auch neu aufgebaut. Und da hinten der Turm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der schon seine volle Höhe erreicht hat oder ob da noch was drauf kommt. Muss ich gleich mal vorbeifahren. Ja, und ich stehe hier auch unter einer E138 E1. Da ist sie, die gute. Läuft schön gemütlich heute. Aber die Optik ist, finde ich, einfach viel besser von der Narbe her. Gefällt mir viel besser als die E2. Kann mir gar nicht vorstellen, dass man da so viel Kosten spart mit dieser kleineren Narbe. Aber ich finde es auf jeden Fall schöner. Auch 160 Meter Nabenhöhe. Allerdings dann nur 3,5 MW. Keine 4,2. Kannst du mal noch von vorne zeigen. Da ist nochmal schön von vorne. Läuft ganz gemütlich heute. Also das hier ist ein echtes Enercon-Paradies, ey. Also ich bin hier echt begeistert von diesem Windpark. Super cool. Eigentlich schade, dass dann die kleinen E66 wegkommen. Wäre cool, wenn die noch nebendran stehen bleiben würden. Ich schätze mal, ich glaube, die sollen alle weg. Also die hier kommt auf jeden Fall auch weg. Die hier schätze ich auch.
Die stehen halt dann direkt neben der E138. Ich glaube eigentlich nicht, dass die sich irgendwie den Wind aus den Segeln nehmen, aber da hinten sieht man nochmal die Komponenten von der E138. Ja, da liegt die schöne Gondel, die rote. Und die Narbe und Generator. Turmteil sehe ich keins mehr, also scheint so, als ob der Turm dann schon seine volle Höhe erreicht hat. Ja, fahre jetzt mal noch ein bisschen rum hier. Zur E115 will ich gerne auch noch. Die habe ich nämlich auch noch nicht gesehen auf diesem HST. So, jetzt stehe ich hier nochmal in der Nähe von der neuen E138 und direkt nebendran die kleine E66. Was ein krasser Größenvergleich. Die hat 65 Meter Nabenhöhe und dann die fette E138 mit 160 Meter Nabenhöhe. Richtig krass. Ja, die Schlinge scheint sich gelöst zu haben, das heißt, das Blatt müsste jetzt eigentlich fest sein. Das ging jetzt echt rucki zucki. Da hinten ist noch eine E126 EP3 von 2020. Und hier stehen jetzt nochmal zwei E138 EP3 E1 mit der älteren Narbe. Einmal 160 im Vordergrund und 131 im Hintergrund. Gefällt mir auch echt sehr gut. Und ja, die ältere Narbe gefällt mir einfach besser optisch. Also vom Design her einfach stimmiger als diese Kugelnarbe jetzt. Naja, wenn das halt Kosten spart. Ja, und was ich noch entdeckt habe, da hinten ist auch noch ein Turmstumpf, den ich jetzt allerdings gar nicht zuordnen kann. Also die E103 kommt auf jeden Fall vorne bei den E126 EP8 hin. Und dieser Turm, weiß nicht, der ist so komisch fleckig. Hat auch eine ganz komische Form. Vielleicht kommt da noch eine, keine Ahnung, E108 und E82 hin oder sowas. Aber ich glaube, es wird nur eine E103. Hat jetzt auch gar keinen grünen Turmfuß. Vielleicht wird es auch ein anderer Hersteller. Keine Ahnung. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Die kleine G hier kommt wahrscheinlich noch weg. Diese E66 hier auf jeden Fall. Und da hinten ist halt noch eine ganze Reihe mit E66. 1, 2, 3, 4 Stück. Da drüben, hier ist auch nochmal eine. Also ich schätze mal, dass die alle wegkommen. Also die direkt neben den neuen Anlagen stehen, auf jeden Fall. Genau. Da hinten sieht man auch nochmal die E126 EP8. Schon echt spannend, der Windpark hier. Also gefällt mir super gut. Und die E138 hier, die scheint auch neu zu sein. 412 stehen ja auch noch vereinzelt rum. Ich glaube insgesamt 4 Stück. Passen jetzt gar nicht so hierher. In diesen schönen Enercon Park. Ja, das ist immer spannend bei Repowering, dann mal so die verschiedenen Generationen nebeneinander zu sehen. Das kommt ja alle 20 Jahre mal vor. Die gute E66. Ja, wie auf der Holzschlägermatte. Aber ich glaube, das hier sind noch 1566. Auf der Holzschlägermatte bei Freiburg, das waren 1866. Ja, mit der Drohne war ich gerade eben auch oben. Leider hatte ich vor 2 Wochen einen Absturz. Die Drohne hat leider auch etwas Schaden genommen. Sie fliegt zwar noch, aber der Gimbal ist ziemlich im Arsch. Also ich kann nur noch geradeaus fliegen und nur noch leichte Drehungen machen.
aber nicht mehr so schön im Kreis fliegen. Das heißt, es muss bald eine neue Drohne her. Die Aufnahmen sind ganz okay geworden, aber naja. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal weiterziehen noch zur E115 EP3 und mal noch auf die andere Seite der Autobahn. So, hier habe ich jetzt nochmal die Überreste einer alten G entdeckt. 1,5er, Maschinenhaus, Narbe und da liegen Turmteile. Weiß jetzt gar nicht, wo die stand. Könnte sein, dass die hier stand. Hier steht nämlich noch das Transformatorhäuschen. Ja, und da liegt sie jetzt, das alte Ding. Schaue ich mir mal aus der Nähe an. Da sieht man aber auch schon ganz schön fett die Schmiere hier. Schaut euch das mal an. Krass. Das hier müssten die Motoren für die Blattverstellung sein. Gucken, ob man reinschauen kann. Ja, krass. Die hat mindestens 20 Jahre auf dem Buckel. Hier noch diese Stange, um sich einzuhaken für Reparaturen. Ja, und hier ist jetzt die Gondel. Schon auch echt ganz schön groß. Noch schön das Logo drauf hier. G-Wind Energy 1,5 SL. Und hier saß dann die Narbe drauf. Richtig krass. Hier sieht man es auch nochmal, das Logo. G-Energy 1,5 SL. Sieht eigentlich noch verhältnismäßig gut aus. Da hinten ist der Lüfter drin. Da oben schön die Befeuerung. Da nochmal die Narbe von der anderen Seite. Da laufe ich mal noch zu den Turmteilen hin. Gucken, ob man da noch reinschauen kann. Ja, also hier kommt auf jeden Fall keine neue Anlage hin, denke ich. Macht auch Sinn, weil die hier Anlage steht so mit am nächsten zur nächsten Wohnbebauung. Ja, da kann man jetzt schön reinschauen. Halt jetzt schön. Insgesamt 3 Röhren. Das ist die zweite. Und da das müsste die unterste sein hier. Dann nochmal ein schöner Blick auf die anderen Anlagen. E115 und E138 im Hintergrund. Ja, und der Turm für die E138 da hinten, der scheint jetzt schon seine volle Höhe erreicht zu haben. Da kommt jetzt nur noch die Gondel und der Rotor drauf. Ja, schon krass. Mal gucken, was mit der passiert. Blätter sind schon verschwunden. Vielleicht wurden die verschrottet. Vielleicht werden die Komponenten hier noch weiterverwertet. Wer weiß. Hinten dran auch nochmal ein neuer Turm. Ja, dann werde ich mal weiterziehen. So, ich habe jetzt hier wieder einen anderen Turm entdeckt. Ist auf jeden Fall ein Enercon-Turm, weil ein Schild hier steht. Allerdings auch wieder keine grüne Markierung. Also auch wieder so ein WEC-Öhm-Turm. Weiß jetzt gar nicht, was da hinkommt. Noch eine E103 oder vielleicht auch eine E138 auf 149 Meter. Das kann natürlich auch sein. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall Enercon. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben.
Ja, zu E115 dahin habe ich es jetzt leider nicht hingeschafft, EP3. Ja, es ist halt immer blöd, wenn man sich hier nicht auskennt, mit dem Fahrrad unterwegs ist. Da waren jetzt die Bahngleise dazwischen, deshalb habe ich es da jetzt nicht mehr hingeschafft. Und ja, muss halt auch dann nochmal zurück zum Bahnhof nach Teuchern, damit ich zurück nach Leipzig komme. Naja. Ja, da hinten die E138 hat sich auf jeden Fall jetzt auch gedreht. Steht jetzt in die andere Richtung und der Kran hat sich auch gelöst, also Blatt ist fertig montiert. Und ja, da hinten die Anlage hat auch die volle Höhe erreicht. Also hier, da hinten der Turm, das wird eine E138 auf jeden Fall. Die Anlage hier, keine Ahnung, E103, E138 auf 149 Meter. Und da hinten der Turm, das wird auch nochmal eine E138. Und dann dieser ominöse Turm da hinten, von dem ich auch nicht weiß, was es werden soll. Wo ist er? Da hinten ist er, der eine ganz komische Form hat. Keine Ahnung. Dürft ihr alles in die Kommentare schreiben. Bin ich gespannt. So, ihr Lieben, nochmal ein schöner Blick hier von der anderen Seite. Ich muss mich jetzt leider schon wieder auf den Rückweg machen zum Bahnhof. Immer knapp die Zeit, gerade wenn die Züge halt irgendwie so doof waren. Ja, was ich entdeckt habe ich jetzt leider schon wieder verpasst. Da hinten ziehen sie gerade die Gondel von der Anlage, wo sie vorhin das letzte Turmteil hochgezogen haben. Also der Turm hatte seine volle Höhe schon erreicht und jetzt ziehen sie die Gondel. Das geht so fix manchmal, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Als ich vorhin auf der anderen Seite war, lag die Gondel noch am Boden. Aber es ist klar, die nutzen jetzt halt das gute Wetter aus, um die Anlagen zu montieren. Macht ja völlig Sinn. Richtig geil. Schade, dass ich das jetzt nicht von nahem anschauen kann. Ja, richtig viel los hier heute. Richtig krass. 2 Anlagen montiert. Ja, und diese kleine E66 hier, die wird wohl auch wegkommen. Das heißt, die E138 hier ist auch neu. Aber bin echt mal gespannt, was das hier für eine Anlage gibt. Bin gespannt auf die Videos der anderen YouTuber. Die werden ja dann davon berichten, was hier hinkommt. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Ja, und von der Drohne aus habe ich gesehen, dass auf jeden Fall auch nochmal neue Zuwegung- und Stellflächen angelegt werden. Das muss dann wohl für die E160 sein. Und hier auf dem Feld sind auch irgendwelche Pfähle abgesteckt. Und es könnte auch ja, die Stellfläche für eine neue Anlage sein. Vermute ich jetzt einfach mal, weiß ich jetzt nicht genau. So, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite der Autobahn. Habe jetzt eine kleine Runde gedreht im Windpark. Und jetzt habe ich auch tatsächlich komplett verpasst, wie sie die Gondel von der Anlage hier gezogen haben. Die, bei der sie vorhin das letzte Stahlsegment gezogen haben, da haben sie mittlerweile jetzt auch schon die Gondel montiert. Richtig krass, richtig schnell. Aber klar, die müssen halt die guten Wetterbedingungen ausnutzen. Aber krass, und sie hängt auch schon nicht mehr am Haken, also ist schon verschraubt. Kran dreht sich jetzt gerade so nach links. Verrückt, ey. Aber das Ding ist echt nicht schwer, also es ist ruckzuck oben. Habe ich mal auf dem Hohen Lochen gesehen. Und ja, scheinbar dann auch sehr schnell verschraubt. Ja, ich schätze mal, dann ziehen sie heute auch noch den Stator. Der liegt nämlich auch schon bereit. Da ist diese Aufhängung schon befestigt. Werden sie den noch ziehen? Da liegt der Generator. Vielleicht heute auch noch. Da liegt dann irgendwo die Narbe. Sieht man jetzt nicht. Und dann die nächsten Tage die Blätter hier. Richtig krass, dass ich es jetzt verpasst habe.
voll verrückt. Aber ja, wenn das mal am harten Haken hängt, geht das super fix. Das ist richtig krass. Aber ist ja cool, dass hier 2 Kräne im Einsatz sind, die dann die Anlagen parallel aufbauen. Finde ich gut. Ja, und da hinten nochmal die zweite Anlage, wo sie vorhin das Blatt gezogen haben. War ich leider auch zu langsam. Krass. Also insgesamt sind es dann, also ich habe jetzt, ich glaube, 6 neue E138 gezählt. Also die hier, dann die hier drüben, 2. Der Turm ist wie die 3. Hier steht die 4. Da die 5. Da die 6. Da drüben die 7. Aha, dann sind es immerhin schon 7. Ich glaube, insgesamt sollen es 8 werden. Dann ist vielleicht dieser Turmstumpf hier für eine E138 auf 149 Meter. Könnte sein, weil es soll eigentlich nur eine E103 werden. Naja, die Leute, die hier unterwegs sind, können ja auf jeden Fall mal berichten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was das hier wird. Ja, dann wird der Kran von der Anlage da hinten wahrscheinlich schon runtergefahren heute, zerlegt und dann geht es an die Anlage nebendran. Das geht echt fix. Ja, und ich wette, dass die heute noch den Stator ziehen. Wenn nicht sogar noch den Generator. Auf jeden Fall. Bei dem geilen Wetter habe ich aber auch echt Glück heute. Ja, ich werde mich dann mal auf den Rückweg machen, Richtung Bahnhof, damit ich meinen Zug erwische. Ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ich finde den Windpark auf jeden Fall super. Bin auch echt mega gespannt auf die Videos der anderen YouTuber, wie es hier mit dem Aufbau weitergeht. Ja, dann macht's mal gut und bis zum nächsten Video.